Wir haben uns Geschäftsmodelle angeschaut, die in den USA funktionieren, die in Europa funktionieren und auch die in China funktionieren. Und beispielsweise das Klarna-Modell. Das Klarna-Modell, wenn Sie beispielsweise im Internet in einem E-Commerce-Shop Klamotten bestellen, dann haben Sie als Payment-Option, dass Sie 2 Wochen später bezahlen. Das ist also ein ungesicherter Kredit, den ich dem Konsumenten ermögliche. Und diese Idee, also Klarna ist jetzt 10 Milliarden wert, diese Idee auf Daten, also auf Advanced Analytics Daten zurückzuführen. Das heißt, ich nehme Daten von dem Konsumenten über Facebook, ich schaue mir an, wo er wohnt, was er beruflich macht, und wenn er die Kriterien erfüllt, dann poppt so ein Logo auf und ich habe die Möglichkeit tatsächlich, ohne dass der Kunde das wirklich merkt, weil derjenige, der nicht dafür geeignet wäre, würde das ja gar nicht sehen, hat dann tatsächlich diese Option, die Sachen zu bestellen. So eine Art Schufa durch die Hintertür. Richtig, genau. Und das ist halt das Interessante. Schufa ist ein sehr, sehr wichtiges Stichwort, denn diese ganzen traditionellen Credit-Scoring-Modelle und Systeme, die sind eigentlich, ich will jetzt nicht sagen schädlich für Advanced Analytics Solutions, aber das Modell, wenn jemand durch die Schufa fällt, ich kann das Modell nicht verbessern über dieses Credit Scoring Modell, weil ich jetzt nicht weiß, ob derjenige, der eigentlich den Kredit tatsächlich, also nicht bekommen hat, vielleicht doch tatsächlich zurückgezahlt hätte. Ja? Und deswegen habe ich automatisch diesen Error in dem Modell drin. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben ein Modell von vorne oder komplett von Null entwickelt. Und natürlich geht man das Risiko ein, von Zahlungsausfällen, aber am Ende ist es dann doch so profitabel, ja, dass dass der Kunde am Ende, wenn er das erstmal ausprobieren kann, wie in einem Offline-Shop, dann eine höhere Order aufgibt in dem Online-Shop, weil er ganz genau weiß, er kann die Sachen zurückschicken.